Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Franzi und falls du neu hier bist, auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema E-Commerce. Ich zeige euch, wie ihr euch mit einem eigenen Online-Shop selbstständig machen könnt. Ich habe jetzt schon meinen zweiten Online-Shop eröffnet und nehme euch unter anderem mit in Vlogs und zeige euch, wie das alles hinter den Kulissen abläuft. Habe auch schon mehrere Tutorials, Anleitungen dazu gedreht, wie ihr euch mit einem Online-Shop selbstständig machen könnt. Das heißt, wenn euch das interessiert, dann abonniert mich auf jeden Fall. Heute habe ich wieder ein Q&A-Video für euch. Ich habe mir die wichtigsten Fragen rausgeschrieben bzw. gescreenshottet und wir werden sie jetzt gemeinsam durchgehen. Das sind Fragen, die sehr oft vorkommen und die meiner Meinung nach einfach sehr wichtig sind. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit Frage Nummer 1 an. Frage Nummer 1 ist, meinst du, mit Alibaba oder AliExpress klappt es immer noch oder sind die mittlerweile zu teuer? Wie ist deine Erfahrung zu den beiden Plattformen aktuell? Ja, tatsächlich sind die Preise gestiegen, so wie auch bei allen anderen Sachen. Die Preise waren vor ein paar Jahren tatsächlich etwas geringer. Trotzdem sind sie, es kommt drauf an, was man verkauft, aber in den meisten Nischen immer noch geringer, als wenn ihr die Produkte bei einem Händler in Europa beispielsweise kaufen würdet. Es ist hier einfach sehr, sehr wichtig, dass man recherchiert. Wenn man weiß, was für eine Art Produkt man verkaufen will, dann muss man sich einfach auf mehreren Plattformen umschauen. Nur weil jeder gefühlt Alibaba und AliExpress online empfiehlt, heißt es nicht, dass die Plattform für dich, für dein Produkt, für deine Nische am besten funktioniert. Aber es stimmt halt, dass in Asien, ganz besonders in China, eben die Produkte, erstens wird da gefühlt alles produziert und man hat einfach geringere Kosten. Auch wenn die jetzt gestiegen sind, sind die immer noch geringer, als wenn man die Ware in Deutschland produzieren lassen würde zum Beispiel. Und da muss man dann halt einfach recherchieren. Aber unterm Strich, um die Frage zu beantworten, würde ich trotzdem sagen, lohnen sich die Plattformen immer noch. Die nächste Frage kommt von David Philipp und er fragt, man kann doch inzwischen bei Shopify auch die AGBs zum Beispiel erstellen lassen. Ist das nicht rechtssicher? Die Frage war wahrscheinlich unter meinem Video, wo ich euch gezeigt habe, wie man mit Trusted Shops die Rechtstexte erstellen kann. Und ja, das stimmt, Shopify hat mittlerweile Tools, die die Texte für einen generieren, also haben selber auch so ein AGB, Impressums, blablabla Generator. Aber ich würde euch da das Gleiche sagen, was Shopify auch sagt. Und zwar könnt ihr da ganz genau auf der Webseite lesen, dass sie dann dafür nicht haften, falls da mal doch was schief gehen sollte oder so. Heißt, ihr könnt euch nicht zu 100% auf sowas verlassen. Also wenn da schon so ein Satz steht, dann müsst ihr davon ausgehen, das kann nicht 100% rechtssicher sein. Also um euch da zu schützen, müsst ihr zu einem Anwalt gehen, zu einem Profi, der euch das eben zeigt, wie es richtig geht oder überprüft. Weil jeder Fall, jeder Shop ist anders, weiß ich nicht. Es kann sein, dass ihr eben Produkte verkauft, für die es noch gewisse, keine Ahnung, andere Klauseln oder weiß ich nicht was in den AGBs oder so geben muss und da müsst ihr dann einfach aufpassen. Das heißt, ihr könnt euch nicht zu 100% auf die Generatoren da von Shopify verlassen. Was ihr machen könnt, ist, ihr könnt Pakete buchen, entweder bei Trusted Shops oder ich empfehle auch immer wieder gerne den Händlerbund. Da gibt es verschiedene Pakete, wo ihr dann Rechtsberatung bekommt. Bei Abmahnungen kriegt ihr sofort Hilfe. Die checken die Rechtstexte nochmal, die schreiben die für euch. Also die Seite Händlerbund ist wirklich eine der Top-Plattformen für solche Fälle. Ich werde euch mal unten einen Link reinmachen, da könnt ihr euch mal die verschiedenen Pakete anschauen und auch direkt buchen. Die nächste Frage lautet, hallo, wie erstelle ich denn die Labels? Brauche ich dafür extra einen Labeldrucker? Da geht es darum, war wahrscheinlich unter dem Video, wie versende ich meine Ware. Die Labels sind ja einfach, ihr kennt das wahrscheinlich, ihr verschickt einen Brief zum Beispiel und dann habt ihr eine Briefmarke drauf und der Label ist dann einfach die Briefmarke. Sieht halt ein bisschen anders aus, ein bisschen größer. Ihr kennt das ja, wenn ihr selbst bestellt. Da ist ja dann die Adresse drauf von euch und dem Kunden oder andersrum. Und eben ein Barcode oder irgendwas, damit DHL, Hermes,
UPS oder keine Ahnung wer eben das Label scannen kann. Und ihr erstellt das Label über Plattform XY. Ich habe euch Sendcloud vorgestellt, die ich verwende. Werde ich euch nochmal unten verlinken. Das ist eine App, die ich über Shopify verwende, um Labels zu erstellen. Die erstellt ihr dann über die App. Also Sendcloud nimmt die Informationen aus Shopify, das heißt Sendcloud kann direkt sehen, wer bestellt hat diese ganzen Daten und ihr könnt dann das Label da kaufen, wird euch automatisch erstellt und ihr klickt dann einfach nur auf Drucken. Und ihr braucht auch keinen Labeldrucker, ihr könnt mit einem ganz normalen Drucker drucken, ihr könnt die Labels auf ganz normalem Papier drucken und meinetwegen mit Tesafilm da ankleben. Ihr könnt Labelpapier kaufen, das ist dann so selbstklebendes Papier. Ihr könnt euch auch einen Labeldrucker kaufen, aber es ist kein Muss. Natürlich später, wenn ihr professioneller arbeitet und mehr Kohle habt, mehr Kohle verdient damit, könnt ihr auch in einen Labeldrucker investieren, aber es ist kein Muss. Ihr braucht den nicht unbedingt. Ich habe jetzt davon keinen Screenshot gemacht, aber ich weiß, dass mich auch viele fragen, wie funktioniert es denn dann? Also der Kunde zahlt den Versand, aber wer zahlt den dann bei Sendcloud oder so? Also ihr nehmt das Geld von dem Kunden ja an, also der Kunde zahlt meinetwegen 3,90 € Versand und ihr kauft bei Sendcloud die Label für 3,90 €. Meinetwegen ist es mal da auch ein Label für 4,90 oder 2,90 €, aber ihr habt halt in den meisten Fällen einen Pauschalpreis und damit deckt sich dann der Preis. Also so einfach funktioniert das. Du gibst mir 4 €, ich gehe damit zur Deutschen Post, kaufe die Briefmarke und verschicke das Paket. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Die nächste Frage lautet, kann man das auch in einen mit WordPress erstellten Shop einbinden? Da geht es auch um die App Sendcloud, um diese App, um Pakete zu verschicken. Und ja, Sendcloud kann in einige Shops interagiert werden und WordPress bzw. WooCommerce heißt es dann, glaube ich, gehört auch dazu. Dann die Frage, Trusted Shops ist kostenlos, aber schon sicher, oder? Oder muss man für Sicherheit ein Paket kaufen? Wie vorhin schon erwähnt, ja, auf Trusted Shops könnt ihr die Rechtstexte kostenlos erstellen, für aber mehr Sicherheit, für Rechtsberatung oder sonstiges müsst ihr da Pakete kaufen. Könnt ihr entweder bei Trusted Shops machen oder, wie gesagt, beim Händlerbund. Link ist unten in der Beschreibung. Driller Manila 3862 fragt, hey, kann man denn bei Alibaba durch einen Großhändler ein Produkt mehrfach schon mal bestellen für einen Online-Shop, ohne ein Gewerbe zu haben? Ja, das geht. Ihr könnt Gewerbe meiner Erfahrung nach auch rückwirkend anmelden. Das heißt, ihr könnt die Ware schon bestellen und einen Monat danach, 2 Monate danach das Gewerbe meiner Erfahrung nach anmelden. Muss nicht überall so sein, aber ja, das geht. Vor allem verlangen die Großhändler auf Alibaba auch gar kein Zertifikat oder irgendeinen Beweis dafür, dass man ein Gewerbe hat, bevor man da kaufen kann. Also da kannst du eigentlich auch so kaufen. Ganz viele Leute fragen auch immer wieder nach dem Zoll, wie das da abläuft. Hier fragt zum Beispiel jemand, wenn ich jetzt ein Produkt auf Menge bestelle, sagen wir mal 100, kommt es durch den Zoll einfach durch? Ich merke, dass sehr viele Leute irgendwie Angst vom Zoll haben. Meiner Erfahrung nach ist es so, manche Sachen kommen einfach durch und manche eben nicht. Und wenn nicht, ist es jetzt auch nicht so schlimm. Also man muss sich von vornherein bewusst sein, dass man ja auf gewisse Produkte ab einem gewissen Einkaufswert eben Zoll zahlen muss. Deswegen braucht ihr auch die ORI-Nummer, die ihr vorher beantragen müsst, damit ihr eben beweist, ihr tut nicht 100 gleiche T-Shirts einliefern lassen, um sie dann privat zu verkaufen, sondern ihr habt dafür ein Gewerbe angemeldet. Und wenn eben mal ein Paket beim Zoll bleibt, ist das nicht weiter schlimm. Ihr kriegt Post und da steht dann eben Produktpaket XY wurde abgefangen, liegt jetzt hier, Zollstation blablabla. Und ihr sollt das Paket bitte abholen kommen. Ihr geht dann dahin, müsst das Päckchen vor den Zollbeamten aufmachen und da seht ihr dann, was da drin ist und so. Vielleicht fragen die euch noch ein paar Sachen. Ihr habt dann eure ORI-Nummer parat, könnt dann ganz normal sagen, dass ihr die Sachen weiterverkauft, weil ihr es ja legal macht, weil ihr die ORI-Nummer habt. Dann zahlt ihr einen gewissen Betrag, ist immer unterschiedlich, je nach Produkt. Ich kann euch in der Seite unten verlinken und da seht ihr dann ungefähr, wie viel sowas kosten kann. Und dann nehmt ihr das Paket auch wieder mit und fahrt damit nach Hause. Meiner Erfahrung nach landen nicht alle Pakete beim Zoll. Es kommt darauf an, was euer Händler draufschreibt, weil draußen auf dem Paket ist eben von eurem Händler noch so eine Liste mit Produkten, die drin sind. Und wenn sie irgendwie, weiß ich nicht,
Wenn da schon drauf steht, dass 100 rote T-Shirts drin sind, wird das Paket auf jeden Fall abgefangen. Aber auch wenn da drauf steht, da ist eine Halskette drin, aber das Paket ist so groß und sieht ein bisschen komisch aus, dann wird es auch abgefangen. Also ja, ihr müsst da auch wirklich keine Angst haben. Beantragt einfach diese EORI-Nummer und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Wenn ihr sie noch nicht habt und das Paket wird abgefangen, könnt ihr sie auch nachreichen. Aber bis dahin bleibt das Paket eben beim Zoll. Deswegen eine der ersten Dinge, die ihr machen solltet, ist es, diese Nummer zu beantragen. Dann habe ich ist keine Frage, ist eine Frage, aber ist wahrscheinlich eher eine Bemerkung von der lieben Phyllis. Und zwar sagt sie, kannst du mal in deinen Videos Deutsch reden, bitte? Ich kann kein Deutsch, wie man merkt. Du verwendest ständig Fremdwörter auf Englisch. Nicht jeder versteht, was du mit deinen englischen Fachbegriffen meinst. Ja, verstehe ich. Also ich benutze wirklich ab und zu englische Begriffe, weil das einfach, wenn du im E-Commerce arbeitest, hast du einfach die ganze Zeit mit irgendjemandem Kontakt auf Englisch oder die Plattformen, auf denen du arbeitest, sind auf Englisch oder keine Ahnung was. Und es gibt einfach sehr viele Begriffe, die man kennen sollte, die einfach auf Englisch genutzt werden. Ich finde es immer schade, dass so viele ein Problem damit haben, aber natürlich kann ich es auch verstehen. Klar, wenn jemand jetzt nicht so gut Englisch kann, dass es dann nervig ist. Ich werde darauf achten, dass ich nicht ausschließlich englische Begriffe benutze oder wenn, dass ich irgendwie versuche, sie hier irgendwo dann immer zu übersetzen, aber ich kann es nicht versprechen. Ich hoffe, es nervt nicht zu sehr, aber es ist halt einfach so, dass viele Begriffe im E-Commerce-Bereich, E-Commerce an sich ist ja auch ein englischer Begriff, einfach halt auf Englisch genutzt werden. Bitte da nicht so streng mit mir sein. Es ist einfach eine Sache, es ist eine Gewöhnungssache. Und die allerletzte Frage für heute ist, muss man 18 dafür sein? Und nein, in Deutschland muss man nicht 18 sein, um ein Gewerbe zu haben, aber natürlich, wenn du unter 18 bist, müssen deine Eltern, deine Erziehungsberechtigten unterschreiben auf der Gewerbeanmeldung, dass sie eben auch die Verantwortung mittragen und so weiter. Aber theoretisch könntest du auch mit 14, 15, 16 ein Gewerbe anmelden und loslegen. Das war es auch schon mit der heutigen Q&A-Runde. Ich danke euch, dass ihr das Video bis zum Schluss geschaut habt. Ich hoffe, es war informativ und interessant für euch. Übrigens, falls ihr das noch nicht gesehen habt, wir haben mittlerweile einen Discord-Server. Da beantworte ich Fragen, könnt ihr euch untereinander Fragen stellen, eure Shops zeigen und so weiter. Heißt, wenn ihr da mit rein wollt, schaut einfach in der Beschreibung, da ist der Link drin. Ansonsten danke nochmal, dass ihr das Video geschaut habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Talk to me